Hallo meine Freunde der leichten EDV, heute nehme ich euch mal wieder mit auf eine Reise Mini-Tools. Und zwar haben wir da den Shadowmaker heute im Programm. Den werden wir uns mal anschauen, den werden wir uns mal installieren. Ich habe den jetzt von meinem Rechner mal kurz runtergeschmissen, dass ich das mit euch einfach nochmal durchgehen kann. Es ist vom Prinzip her recht einfach. Und Shadowmaker ist eine super Sicherungssoftware, was sehr viele Sachen kann. Darauf gehen wir aber im Video ein. Als erstes installieren wir den ganzen und gehen dafür auf minitool.com, Downloads, und hier haben wir auch schon Minitool Shadowmaker Trial Version, die könnt ihr also auch kostenlos erst einmal benutzen, und das ist wirklich ein sehr gutes Programm. So, wir machen hier den Free Download und speichern das erste Mal in unserem Download-Ordner ab. Das geht auch wirklich recht schnell. Wir starten das Setup gleich, indem wir hier oben einfach auf das Ding klicken. Da kommt wieder Microsoft. Microsoft möchte natürlich wieder die absolute Kontrolle haben über alles, was auf deinem Rechner passiert. Trotzdem installieren, wenn ihr diese Meldung bekommt. Also nicht den Store suchen, trotzdem installieren. Nehmt die Originalversion, die Minitools anbietet, und dann läuft die Geschichte auf. Bestätigen die administrative Meldung und bestätigen die Installation. So, nach der Installation bekommen wir hier die Anzeige, was wir jetzt an Produkt hier erwerben können. Wir haben hier die Testversion, 30 Tage sind nur übrig, die Testversion beibehalten. Wir könnten natürlich die Pro Ultimativ kaufen. Das finde ich eigentlich das beste Angebot. Das finde ich bei Minitools auch wirklich gut. Man kann hier einfach die Lizenz kaufen, wie in alten Zeiten. Man bezahlt einen Betrag und das Ding gehört dann auf Lebenszeit. Man bekommt seine Updates, man muss sich nur den Key aufbewahren und ist immer mit seiner Version abgedeckt. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, das ist jetzt hier ein Hot-Angebot, ein Jahresabonnement pro, ein Jahr kostenlose Updates, das Snap-in-Wallet fürs Booten, dass man von der Boot-Oberfläche aus direkt schon wiederherstellen kann. Funktioniert auch für alle Windows. Eine Lizenz für 2 PCs oder das pro monatliche Abonnement 12,99. Ein Monat kostenlose Upgrades, das ist halt die Monatsvariante, ne? Also ein PC, ein Dings, also das ist ja absolut unrentabel. Was man jetzt, finde ich von der Überlegung her auch irgendwie ein bisschen komisch, weil jetzt mache ich das Pro-Abo, ist klar. Aber okay, reden wir nicht drüber. So, Testversion beibehalten. So, dann kommen wir generell mal zu ein paar Sachen, die ich habe von Minitools den Produktschlüssel zur Verfügung gekriegt und habe diesen allerdings nicht benutzt, weil er ja hier angegeben ist. Mein Ablauf ist also schon weit vorher. Mit der Bitte, ein Video über diesen Shadowmaker zu erstellen. Es findet keine bezahlte Werbung statt oder sonst irgendwas. Ich schalte aber aus prinzipiellen Gründen einfach das Werbesymbol mal ein. Dann dürfte es keinen Ärger geben. Dies ist ein frei erstelltes Video, die Erfahrung mit dieser Software, die ich auch unter anderem selber verwende. Und es wurde mir keine Vorgaben gemacht, ob es gut oder schlecht sein soll. Es ist eine reine freie Meinung, die ich hier zu dieser Software auch abgebe und euch zeige, wie sie funktioniert. Dann entführe ich euch ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Das ist die Firma Minitool. Wir haben hier bei Minitools Datenträgerverwaltung, Datenpflege, Videobearbeitung, Windows-Tipps aus einer Hand. Hier habt ihr einen sehr guten Softwarehersteller, der wirklich sehr viele Tools auf dem Markt hat, die ihr überwiegend auch kostenfrei verwenden könnt. Da haben wir hier zum Beispiel Minitool Partition Wizard zum Verwalten und Pflegen eurer Festplatte und Partitionen. Dann gibt es hier die heißen Themen, welche Fehler sind aktuell und wie kann man sie beheben. Dann haben wir Power Data Recovery, wenn ihr Dateien auf eurer Festplatte oder USB-Sticks gelöscht habt. Den Minitool Shadowmaker zum Sichern eurer Windows-Partitionen und natürlich auch dann vereinfachte Wiederherstellungsoptionen. Dann gibt es ja noch Video-Tools, Movie Maker, den Videokonverter. Dann haben wir auch PDF, Minitool PDF-Editor. Also wirklich hier mal umschauen, hier findet ihr wirklich sehr viel. Und die Seite kann ich euch wärmstens empfehlen. Da werdet ihr wirklich sehr gut geholfen und findet für das meiste, was ihr an Problemen habt, hier auch eine Lösung. So, der Shadowmaker ist jetzt einfach mal gestartet und wir sind die ganze gemütlich im Dashboard. Schön aufgebaut, es ist übersichtlich, ist also einfach zu bedienen, muss man der Software einfach wirklich lassen.
Sie funktioniert auch soweit meinen Erfahrungen gut. Wir haben hier natürlich jetzt Sichern, wir haben Synchronisieren. Synchronisieren ist Dateien und Ordner synchronisieren. Sichern ist ein ganzes System zum Beispiel sichern, ganze Festplatte sichern. Betriebssystem Windows ist zum Beispiel jetzt nur mit einem Lizenzkey möglich, ist in der kostenlosen Version nicht enthalten. Dann haben wir die Wiederherstellungsoptionen, dann können wir unsere Sicherungen hier auch verwalten, da sehen wir, was wir haben. Protokolle ist etwas madig, da brauchen wir gar nicht drauf eingehen, da steht etwas wenig drin. Da findet ihr eigentlich nur Datum, Uhrzeit, die Sicherungsname und erfolgreich oder nicht erfolgreich. Da könnte ein bisschen hin, gerade bei Fehlern im Protokoll drin steht, warum das auch Fehler gelaufen ist. Dann haben wir Tools, da können wir das zum Bootmenü hinzufügen, zum Beispiel, dass man direkt aus dem Bootloader von Windows installieren kann. Wir können uns ein Sicherungsmedium bootfähig erstellen lassen auf einer Festplatte, auf einer DVD, einen USB-Stick, die dann direkt booten. Da gibt es also wahnsinnig viele Möglichkeiten, die ihr einfach habt. Und wir beschäftigen uns jetzt in der ersten Linie erstmal mit der Sicherung. Wenn wir einfach mal eine Sicherung anlegen, ist das einfach auch wirklich einfach zu handeln. Es ist übersichtlich. Man blickt das wirklich sehr gut. Ich nenne das jetzt einfach mal MSA als Server. Dann gehen wir hier einfach mal auf die Quelle. Hier haben wir Ordner und Dateien. Das wäre, wenn wir bestimmte Ordner und Dateien sichern möchten. Dann haben wir Datenträger und Partitionen. Die beschäftigen uns mal zuerst, weil die finde ich eigentlich am interessantesten. Und da sage ich jetzt einfach, ich möchte Windows C, Windows System 32, die da haben. Das ist jetzt zum Beispiel Server VMs, das ist zum Beispiel die komplette Docker-Konfiguration mitsamt Datenbanken. Das ist jetzt speziell die Sache, die mich jetzt zum Beispiel mal interessiert. Ich sage hier OK. So, dann kann ich sagen, wohin ich sichern möchte. Ziel. Können wir das anklicken. Ich kann hier auf meinen Computer lokal sichern. Ich kann so ein Benutzerverzeichnis irgendwo ablegen. Ich kann mich in die Bibliotheken verlinken, die auch unter Windows im Explorer Ansicht gezeigt werden. Und dann haben wir Freigaben. Das heißt, Freigaben sind andere PCs gemeint. Ich möchte das zum Beispiel auf einem anderen PC sichern. Dann kann man hier einen ganz schönen Trick anwenden. Und zwar, wir gehen jetzt einfach mal in Network, gehen auf die entsprechende Maschine. So, das ist übrigens noch eine kleine Stolperfalle. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das mit den Freigaben nicht immer funktioniert. Also hier würde ich die Windows-Anmeldung hier Remember this Credits anhaken, weil es ist einfach so, wenn die nicht drin ist, kann es passieren, dass die Verbindung zum Laufwerk nicht hergestellt wird. Und dann funktioniert die Sicherung natürlich nicht. Ich vertraue meine Benutzerkennwörter ungern Microsoft an, gebe ich ehrlich zu, aber in dem Fall jetzt mal nicht anders. So, und dann habe ich hier das Sicherungslaufwerk Shadowmaker zum Beispiel. Das habe ich mir jetzt erstellt. Da ist auch ein MSI-Server eine Sicherung von drinnen. Ist aber auch egal. Wir können jetzt auch Legion-Reifen nehmen, aber ich nehme jetzt einfach mal hier mein Standardsicherungsverzeichnis. Wenn ich jetzt hier oben reinklicke, kann ich mir den kompletten Pfad hier mit Copy-Paste rüber kopieren und kann hier meine Freigabe im Shadowmaker anlegen, dass ich sie immer benutzen kann. Das heißt, ich habe dann immer Zugriff auf das Laufwerk. Aber bedenkt dran, dass ihr die Windows-Freigabe auch das Kennwort speichert und den Zugang zu diesem Laufwerk, damit das korrekt ist. Im Zweifelsfall legt ihr halt einfach noch einen neuen Benutzer an, wenn ihr nicht wollt, dass andere Leute da dran kommen. Da sind wir wieder beim Sicherheitskonzept. Ist ein anderes Thema, würde den Rahmen jetzt hier sprengen. Das Kennwort dazu. Sagen okay. So, mir legt das jetzt natürlich nicht an, ist klar, ich habe es ja schon. Kann es jetzt auch aufrufen und dann kann ich sehen, aha, hier habe ich schon eine Sicherung drin. Wenn ich die anklicke, habe ich jetzt natürlich dann hier oben den falschen Pfad drin. Also hier dann nicht weiterklicken, sondern im Zweifelsfall hier einfach noch zurückgehen. Wenn er es denn macht, jetzt macht er es. Nein, macht er nicht. Dann klicken wir es nochmal neu an. Wir sind ja nicht so Shadowmaker und sagen okay. So, das zeigt er jetzt hier auch an. Das seht ihr auch hier. Da wird es hingesichert. Dann zur Sicherung gibt es viele Optionen. Benutzten Sektor sichern, das reicht euch in der Regel aus. Das heißt, alle Sektoren der Festplatte, die ihr benutzt, werden gesichert. Sektor für Sektor. Die nicht benutzten, nicht. Das könntet ihr hier einschalten. Macht nur Sinn, wenn man eine Platte Backup, die verlorene Daten enthält, dass man da nochmal eine Kopie macht, dann kann man Sektor für Sektor rausziehen. Funktioniert aber auch nicht immer, aber benutzt hier einfach
genutzte Sektoren sichern. Das reicht euch absolut aus. Ihr könnt die Dateigröße noch aufspatten. Ihr könnt dann sagen, die Komprimierung hoch, keine Mittel. Hoch ist natürlich Speicherplatzplan, braucht aber natürlich extrem viel Zeit, je nachdem, was ihr so drauf habt. Dann könnt ihr euch noch Bemerkungen mit reinschreiben. Ihr könnt E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren. Ihr könnt bestimmte Dateien ausschließen, wie TEMP oder MP4, wenn ihr keine großen Videofilme sichern wollt. Den PC dann herunterfahren. Ihr könnt die Sicherung Passwort verschlüsseln, auch sehr wichtiges Sicherheitsargument. Und ihr könnt, was ich immer ganz gern mache, bei der Sicherung, wenn ich es einrichte, das erste Mal auch die Sicherung laufen lasse, die Sicherung nochmal überprüfen lassen, ob das wirklich 1:1 gesichert ist, ob das übereinstimmt. Sollte man einmal zur Sicherheit machen. Viele sagen jetzt natürlich, oh, ist ein Blödsinn, brauche ich nicht. Ist aber Geschmackssache. Ich sehe halt immer gern, dass die erste Gesamtsicherung, die auch die zeitaufwendigste ist, wirklich auch korrekt ist. Auch wenn es nochmal ein bisschen extra Zeit dauert. Dann Sicherungsschema. Hier wird es jetzt ein bisschen wieder eingeflauscht. Hier können wir einschalten, wir wollen eine Vollsicherung haben. Dann können wir intermittent sichern oder differenziell. Vollsicherung ist die Standardsicherung. Ist natürlich toll. Ich habe immer das aktuelle Image meiner letzten Sicherung und habe kein Gezähler mit irgendwelchen Untersicherungen oder sonst irgendwas. Ich habe immer eine Sicherung, die ich verwenden kann. Letzter Stand, wann es gesichert worden ist. Diese Sicherung braucht natürlich auch verdammt viel Zeit. Da wer jetzt alles digital hat, paperless, also die ganzen Dokumente drin sind, vielleicht noch die eigene Webseite drauf laufen lassen, eine richtig schöne dicke SQL-Datenbank dazu, dann kommt mir hier schon einiges zusammen. Und wenn hier dann Vollsicherung drin steht, dann kann die Sicherung dann schon mal 3-4 Stunden dauern. Das heißt, ihr könnt die Sicherung vom Backup-Frame-Time, vom Timeframe halt nicht irgendwann x-beliebig ausführen, weil es einfach viel Zeit braucht. Deshalb ist es anzuraten, sich für inkrementell oder für differenziell zu entscheiden. Inkrementell bedeutet einfach, es wird zu der Vollsicherung die geänderten Dateien noch einmal neu eingeschlossen. Das heißt, es wird nicht alles gesichert, sondern nur Änderungen und die werden in der Sicherung dann auch verarbeitet. Hat auch Auswirkungen auf die Wiederherstellung. Man braucht alle Dateien, um das wiederherzustellen. Es reicht also nicht die Vollsicherung oder den letzten Stand, sondern muss die Vollsicherung und den letzten Stand je nachdem halt zur Hand haben, dass man das auch wirklich wiederherstellen kann. Ähnlich schaut es beim Wiederherstellen mit differenziell aus. Differenziell besagt aber, ich habe eine Vollsicherung und dazu werden zusätzliche Sicherungen extra abgelegt, wo auch nur die Änderungen drin sind. Beim mittleren Datenvolumen würde ich jetzt sagen, nehmen wir differenziell. Beim kleinen Datenvolumen ein Platz eine Vollsicherung und inkrementell, wenn ihr wirklich eine große Kiste habt mit viel Daten, 20 Jahre paperless, paperless ist keine 20 Jahre alt, braucht ihr gar nicht in die Kommentare reinschreiben, aber man kann natürlich schon von 20 Jahre Dokumente archivieren. Das ist unter Umständen manchmal ganz praktisch, wenn dann Leute aus alten Zeiten daherkommen. Aber okay, das zu diesen Sicherungsarten, also kleiner Datenbestand, Vollsicherung, Einzelplatz, zum Beispiel jetzt halt der normale Standardbenutzer. Differenziell, kleine, mittlere Datenbestände, kleine Unternehmen, inkrementell für große Datenmengen. Zeitplaneinstellungen können wir auch noch einschalten. Und dann können wir jetzt sagen, starten um. Starte jede eine Stunde. Naja, das ist alles ein bisschen übertrieben, ne? Immer wöchentlich. Montag. Freitag. Ja, das sind eigentlich so die Dinge, da geht es immer richtig runter, da gibt es auch viele Daten oft. Dann setzen wir das noch runter auf 23 Uhr, da ist meistens auch keiner mehr in der Firma. Und sagen, okay. So, damit ist unsere Sicherung jetzt eigentlich soweit angelegt. Und jetzt können wir auf Jetzt sichern gehen. So, dann noch eine kurze Information vorab. Sollte nach der Installation das Mini-Tool Shadowmaker Programm nicht richtig laufen, einfach mal den Rechner bitte neu starten. Da habe ich irgendwie vermisst bei der Installation, dass der Rechner neu starten wollte und dann funktioniert das oft nicht. Also du musst einfach den Rechner neu starten, dann läuft das Mini-Tool richtig.
So, das werden wir uns natürlich jetzt nicht anschauen, bis der Balken hier durchgerannt ist, sondern ich lege euch jetzt auf Eis und komme später zu euch zurück, wenn die Sicherung durch ist. In der Zwischenzeit können wir uns die ganze Sache hier noch ein bisschen anschauen. Wir haben jetzt hier gleiches Vorgehen zum Beispiel beim Synchronisieren. Typische Anwendung wäre jetzt zum Beispiel Benutzer Mike. Dann gehe ich jetzt zum Beispiel auf Windows, User, dann nehmen wir Micha. So, und das kann ich jetzt genauso hier zu meinen Servern hinzufügen. Dann kann ich jetzt auch wieder meine Freigabe nehmen, wieder mein Shadow Order auswählen, sagen OK. Dann kann ich hier auch wieder meine Optionen einstellen, also genau dasselbe. Allerdings habe ich hier jetzt nicht Incremental, also das Sicherungsschema. Das fällt hier weg beim Synchronisieren. Da habe ich dann nur die Zeitplaneinstellungen, die ich einstellen kann. Und hier vergleichen, filtern. Ja. Das ist quasi jetzt Ordner synchronisieren. Das können wir hier auch machen lassen. So, synchronisieren. Jetzt haben wir 2 Jobs am Laufen. Ihr könnt also durchaus hier mehrere Jobs gleichzeitig ausführen. Das ist kein Problem. Dann schauen wir unter Protokolle, da ist noch nichts drin. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Was mich jetzt hier wieder ein bisschen stutzig macht, ist, wenn ich hier auf Verwalten gehe. Ah, jetzt hat er 1%. Das ist ja schön, er tut was. Nochmal kurz auf die Tools eingehen. Der Media Builder, der ermöglicht es euch, auf einer Festplatte einen USB-Stick oder eine DVD zum Beispiel eine Sicherung zu erstellen mit Bootdateien. Das heißt, mit diesen Media Buildern ist es euch möglich, direkt von diesem Datenträger zu booten. Bei USB-Sticks wird es ab einer gewissen Speichergröße etwas kritisch. Kann eigentlich auch von der Zuverlässigkeit, was USB-Sticks angeht, nur sagen, lasst die Finger davon, ich nutze die Dinger überhaupt nicht, weil mir sind die einfach zu pfiffig und ich sehe einfach viel zu oft einfach verlorene Daten oder kaputte Sticks. Und sie werden auch in der Regel, muss man einfach sagen, schlechter behandelt als jetzt zum Beispiel eine externe Festplatte, die man einfach etwas anders in die Hand nimmt und wegtut wieder, wenn man damit fertig ist, wenn sie auf dem Tisch rumsteht, weil sie einfach zu groß ist und stört. Also Festplatten werden hier einfach pflegsamer behandelt, deshalb würde ich eine externe Harddisk dafür nehmen, um hier ein Bootmedium zu erstellen. Dann könnt ihr den Rechner mit diesem Bootmedium direkt booten und wieder herstellen. Die zweite Möglichkeit ist, ihr lasst das im Bootmenü hinzufügen, also der erweiterte Systemstart von Windows. Dort wird es dann eingefügt und ihr könnt es von daraus aus ausführen. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, nur wenn die Platte nicht mehr funktioniert, weil das System nicht mehr bootet, dann funktioniert diese Lösung auch recht selten. Da ist mein Rat einfach, hier zum Media Builder zu wechseln. Dann Datenträger klonen ist auch sehr interessant. Ihr könnt also auch einen Datenträger klonen. So, dann haben wir hier noch Dismounten. Das braucht ihr nicht. Remote braucht ihr auch nicht. Das betrifft dann mehr die kommerziellen User. Da gibt es dann auch eine kommerzielle Version einfach auch dafür. Für die Firmenkunden, die solche Sachen am Laufen haben, auch wie PXE. Das ist für Terminal-Anbindungen, die also nur eine Netzwerkkarte drin haben, um zu verbinden, mit dem Host-System zu arbeiten. Das könnt ihr auch getrost alles weglassen. Gut, dann schauen wir uns an, was wir so verbrochen haben. Wir haben 2 Sicherungen angelegt und durchgeführt. Das ist einmal der MSI Server, das war jetzt hier die Festplatte D, also die Server-VMs. Die haben wir auf dem Notebook gesichert, das ist ein Legion-Notebook, drum steht hier auch Legion. Und das ist die Netzwerkfreigabe gewesen, die wir eingerichtet haben. Und dann haben wir den Benutzer Mike gesichert. Den können wir uns auch jetzt nochmal kurz anschauen. Und da haben wir jetzt die 2 Ordner drin, die wir synchronisiert haben. Bei der Synchronisation ist es folgendes: Ich habe diese Ordner hier zur Verfügung und kann hier direkt die Dateien rauskopieren, ohne dass ich den Punkt Wiederherstellen hier ausführen muss. Ich kann natürlich auch den ganzen wiederherstellen, ist auch kein Problem. Das gleiche geht dann auch hier beim Wiederherstellen. Da könnt ihr dann hier auf Wiederherstellen klicken, den Backup-Satz auswählen, weiter. Und dann könnt ihr sagen, hier MBR-Spur 0 brauchen wir nicht. Wir wollen jetzt bloß den Server haben. Wählen Sie bitte einen nicht zugeordneten Speicherplatz auch für die Wiederherstellung. So, da habe ich jetzt leider keine Partition zu anzubieten. 1 Megabyte wäre ein bisschen klein. Also hier brauche ich Speicherplatz, der nicht zugeordnet ist. Da kann die Platte dann wiederhergestellt werden. Das ist, weil wir jetzt ein Disk-Image geklont haben, braucht man natürlich
eine leere Platte dafür oder eine leere Partition. Dann kann man das darauf wieder herstellen. Funktioniert alles super, kann man eigentlich wirklich sagen. Wie gesagt, ich verwende das Programm selber. Dann kommen wir noch kurz auf Protokolle. Das ist das, was ich gemeint habe. Ich kann hier nichts sagen, irgendwie, was ist hier in dieser Logdatei drin, was ist passiert. Ich habe hier nur wann Ende, ja. Dann wie lange es gedauert hat, 2 Stunden. Und es war erfolgreich. Ich kann aber nicht einsehen, wenn ich jetzt einen Fehler habe, warum ich dann einen Fehler habe. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, aber das ist okay, da kann man nichts machen. Gut, dann Mediabilder. Ist klar, da kann man jetzt dann entsprechend eine Sicherung erstellen. Also hier können wir jetzt auswählen, welchen Chip das wir benutzen, Chipset. Controller, dann sagen wir hier weiter, da brauchen wir nichts machen. Dann können wir sagen, Zielmedium wählen, ich möchte eine ISO haben, die ich brennen kann. Ich möchte es auf einem USB-Stick, da hat jetzt keinen drin, ist klar. Und einen CD-Brenner habe ich natürlich jetzt auch nicht drin. Und hier könnt ihr jetzt dann einfach ein entsprechendes Medium direkt zum Booten erstellen. Das war die Integration, da könnt ihr es dann ins Bootmenü einbinden lassen. Wenn ihr auf Start geht, dann ein ausschalten, Restart und jetzt die Shift-Taste halten und Restart drücken und die Shift-Taste gedrückt haltet, dann kommt ihr in diesen Modus, wo ihr dann sagen könnt, Windows 11 normal starten, Windows 11 wiederherstellen, Windows 11 wieder reparieren. Wie gesagt, da die Shift-Taste halten und dann hier auf Restart klicken. Und in diesem Menü könnt ihr dann hier das einfügen, dass ihr direkt eine Sicherung wieder herstellen könnt. Da ist es natürlich wieder von Vorteil, wenn ich kein ISO habe, sondern einen USB-Datenträger, eine Festplatte zum Beispiel. Wie gesagt, bevorzuge ich mit USB-Sticks. Zähneknirschen. Ich hoffe, ihr hört es nicht. So, das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Wenn du weitergehende Probleme haben mit deiner EDV-Technik, mit deinem Einzelplatzsystem, mit deinem Notebook, mit deinem Netzwerk, mit deinem Server, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter Remote-Dienstleister. Da werde dir geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Mitgliedschaft, ohne Abonnement, ohne Ecken, Haken und Ösen. 25 € Auftrag gegen Rechnung ist die Devise. Verlinke ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.